Tyler Oliveira. I investigated the city where every drug is legal. This is Portland, Oregon, the city where every drug is legal. What the fuck? Drug addiction, homelessness, crime. Perhaps a few side effects of decriminalizing every drug. Or so I think. Many believe this city is a government experiment gone wrong. But how did this all happen and what can be done to fix it? So I met up with Kevin, a social worker born and raised in Portland whose life... Portland, wo ist das? Klingt nach Kanada oder so. Oder ist es Amerika? Nee, das klingt nach... Ist es Kanada, oder? Ah, das ist... Ist es genau Grenze? Ja, warte, was ist das für eine Verarsche? Hier ist Portland, da ist Vancouver? Okay, das ist dann quasi aber genau an der Grenze zu Kanada, Portland. Okay, okay, I see. Mission is to save this city before it's too late. I'm born and raised Portland, Oregon. I've worked in social services a couple of decades now, primarily working with the homeless. I have watched as this has grown into a legitimate crisis. I believe we can solve this with just applying a little bit of common sense, a little effort, and a lot of passion. Those are 2 fentanyl users right there. We're already in kind of the heart of it. In this 1 block radius, there's at least... Oh, Digga, wie viele Obdachlose sind da? 50 camps. You're gonna see a lot of overdoses out here. I carry Narcan, which is an opioid blocker. Because of Measure 110, this decriminalized all drug use. It's now just an open air drug scene. Well, smash and grabs are very common in Portland. We have a lawlessness city now. We have cops that can't even pursue. They're not even really allowed to because it's not serious enough. And we're gonna Digga, das ist Frankfurt Hauptbahnhof mal 100, Chat. The Chinese garden here to an encampment. In any major encampment, there's a mayor, which is a homeless person who's in charge of the encampment. I'm going to introduce you to one of the mayors. Be a little discreet with the camera until we say hi. So I don't know these two. Keep that in mind. Put it down. Put it down. Kevin? Was? JB and Kevin. Yeah, you guys on right now. All right. Well, then we walk away. Well, I've been here longer than you, brother. Hey, man, I'm Kevin. Oh, Kevin is bold right now. JB. JB don't live here. Oh, did he move? Neither does K9. Now get on. Where's K9? I don't know. Digga, was ist das denn? Let's go. You are the boldest man I've ever met in my life. I'm gonna be honest. So what it appears is that we have a leadership change. Digga, ist komplett him, Chat. Ist komplett mutig. I noticed that right away because I didn't recognize them. The new mayor's been reelected. Either he's been reelected or he just took the office. You know. What was the likelihood of him using physical violence to beat her out? Yeah, I'd say there was a high likelihood. Yeah. He did have his knife out, and luckily we got away. Yeah, I've been here multiple times the last couple years, and I've built a really strong rapport with these people. And I've only been gone here for a week. I know of a homeless camp that's about 1.5 miles from here, and a guy has shotguns in the trees where if you step the wrong place, it's going to shoot you. What the fuck? What the fuck? And this was the moment I realized Kevin is insane. How many other times have you been assaulted? I've been stabbed twice. I've been punched multiple times. I've had needles shoved into my back, hypodermic needles, so I had to get tested for HIV. Had a guy try to cut my head off with a machete last year. He chased me full speed. And the only reason I lived is because I dove last second as he swung. And after we called the police and he was arrested, he said, I was trying to kill you because I wanted to be murdered by the police. So oh mein Gott. Er wollte ihn umbringen, weil er selber von der Polizei erschossen werden wollte, weil er nicht mehr leben will. Chat, was ist das für eine Stadt, Portland? Was ist das für eine Stadt? I got hit once. He was upset I was filming him. The reason why I was filming him is because he was committing a crime, right? Punched me again, knocked me to the ground, got hit in the head, got kicked, and then he walked away. You're a patient guy, you gotta say. Yeah, you know, they're hearing voices, command voices that might say, I need to kill Tyler. After hearing how many times Kevin's nearly been killed out here doing this, we went downtown to talk to some drug addicts to figure out how this all happened. So what's going on here? Is this fentanyl use? Well, I'm gonna go talk. Bro, das ist fucking The Last of Us, Junge, was? With him really quick. Okay, this looks like someone stripping, potentially. Okay, das ist IRA shit, so Chat, das ist ja nicht mehr funny. Hey, I'm with my friends. I was wondering if you would want to talk to him for a second for $5. Is this something you would want to do, dear? No? Okay.
So this is, you know, she is severely mentally ill. She's holding a fentanyl pipe, and as you see, her pants are completely down. Oh, I see. I did not notice that. And, you know, she really is someone who needs serious mental health. Was ist zensiert? Naja, sie hat ihre Hose runtergezogen. Die sitzt da quasi nackt. Treatment, and she's not getting it out here. So fentanyl has completely replaced almost all other drugs. It got really popular the last couple of years. Started, we think in Philadelphia. Origin point is Philadelphia, Kensington, where we went? That's what we believe. Trank and Fetty really started there. Because you use needles. So what's going on here? He seems to be symptomatic, so I'll go say hi to him and see if I can offer him a cigarette. Right? These two people as well seem to be tripping, doing fentanyl or what? Digga, überall, Chat, überall sieht man welche. Yeah, and right in front of, you know, a bar and grill. No bar and grill. A lot of businesses around here are closed down because of the crime, because of the drug use. This is my friend Tyler. How you doing? I see you're holding a fentanyl straw. Do you want to share with me when you started using fentanyl? Almost everybody on the streets now are using fentanyl. Are they really? Yeah. How long you been out here? A while. I don't remember exact date for how long. Okay. Well, let me ask you, is anybody out here helping you get off the streets? Nope. Take care of yourself, man. How you doing, sir? So you're doing fentanyl right now, yeah? I was loading some speed. Do you do any other drugs besides speed? Yeah, I mean, I do drugs occasionally. Okay. What are we talking here? Fentanyl? I do mushrooms, LSD. I like MDMA, MDA, 2CB, 2CC7, 2CI, 2CE. It's a lot of drugs. What the fuck? Yeah. People out here approaching you and offering help, you know, like outreach workers. So you feel like no one's really giving you help out here? When you're nimmt homeless, legit alles. you have to like have a house to get a job. Sure. You can't do it the other way around. Be able to shower before work. Right. You have to know that you're going to be able to sleep and get up at that time. Are you afraid to be out here at night? I mean, sometimes like a week ago, I was sleeping in my sleeping bag, and I sat up to someone yelling at me, and he started socking me in the face. I couldn't walk the other day, and they took me to the hospital, and they like kicked me out. And I had an episode where I couldn't even get up at the hospital, and they're just like, bye. I felt very underwhelmed and underappreciated. The people out here. He's breathing unnaturally. You okay, brother? You okay? Hey, Stewie, you good? You okay, bro? Okay. Yeah, Bro, was mit He's dem, falling Bro? asleep. he deep breathes. Okay. And like seriously, Yeah. these cold nights that we've had, Yeah. if people weren't high out here, they'd die from freezing. Well, thank you for your time, Johnny. Appreciate it. The situation for these homeless seemed brutal, but how did Portland get to this point? As we walked Holy shit. around the corner, I saw another guy injecting a needle into his arm. Jay. My name's Tyler, Jay. Good to meet you. Jay, what are you shooting up here? Xylazine? No. No? Good old-fashioned lightweight meth. Got it. How long have you been out here? How long have you been homeless in Portland? I've been homeless since 96. So 1996. Jay, how dangerous is it out here on these streets? It's gotten a lot worse. Just in the last year, I've seen 3 different shootings where somebody's been shot and killed. Hey, brother. How you guys doing? Number one thing homeless people need. You think it's housing? There's 17,000 ghost houses in this city. And most are telling us that no one's out here really approaching you all. They're stealing everybody's stuff. You have people steal from you? Oh, yeah. Yeah? Rapid response, they are the worst. Rapid response goes into people's camps, gives them 72 hours to get out. And if they're not out in that 72 hours, they take everything they own. And they gotta start over again. There shouldn't be anybody homeless right now. Yeah. $3.2 billion. If I had that money, I'd distribute. bought all those houses and gave it every person that needed a home. Once you give them the home, what happens next with the Well, you drug know, price? That's up to them. It's going to take at least 5 years for them to get adjusted. Okay, so what if they don't pay their bills and they fall further into addiction and use the homes or destroy it? That's the risk with dealing with humans. I'm an addict. Yeah. I've been out here 48 years homeless off and on. While the homeless here clearly felt left behind by the city, what Das led ist to so richtig many of fucked them up, ending Digga. up on the Ey, streets in crazy. the first place? Have a great day. Thank you for sharing. Yeah, hey, brother. Does your family know you're here? No? Okay. How old are you? You're 22? Okay. You know, you can recover from this. You know this, right? You know how to get into a shelter? Try to go into a shelter tonight and see how it works. Will you? Please? With a 22-year-old kid on the streets, barely able to speak anymore, common sense would argue drugs have an obvious and major role in this homelessness crisis. But what is the city doing to help this? So Kevin, you said the shelters, so there are places these people could go to? The shelters, you get stolen from more in the shelters than you do out here. You can live in a tent in a park, or you can go to a shelter where there's 91 bunk beds in one large room with no air conditioning, where people are coughing all night. There's some people living right under here, and I just want to introduce you to them if they're still here. So it is Damn, it smells immediately like
I know. Hey there, how you doing, man? I noticed you have a suitcase. Is that what you use to carry all your things? And you move from place to place every night? Yeah, it's just a blanket, some cans. How easy is it to get your hands on fentanyl out here? Oh, crazy. And you know what this is, of course. Yeah, Have you ever had to use one of these on yourself or someone else? Or somebody's had to use it on me like 5 times. how many times have you tried to quit? No, I need to be brutally honest with you. This isn't gonna last. You're not gonna last another year or 2 out here, brother. I'm done. You'll be dead in a year if you don't stop. You know this, right? Please. Would you go into a shelter, or go into treatment or detox? I go to shelter. And there's a shelter right here. I know where it is. Okay, right on. So we see a lot of people in wheels. Oh Mann, Alter. Das tut mir richtig leid. Das tut mir richtig leid. Chairs with the unable to walk that are stuck out here homeless. Okay. And they're Aber dieser Kevin ist der Jet himself. of course the ones being victimized more than anybody. They're assaulted because they can't chase them, run away, any of that. And that's very common, sadly. Kevin, what is this right here? Blanchett House of Hospitality? Blank has been offering food to the homeless for decades. Okay. Look, I'm all about helping a person meet their basic needs, but let me ask you this. Yep. If you feed a person 10 years in a row, have you done them any good? You got to teach a man to fish. And out of nowhere, we heard this in the distance. And I'm like, you know what? That's actually true. This is neglect. Yeah. Let's go. So that was a gunshot. Okay, let's go. So let's go. So What? how often do you hear gunshots out here? And who just got blipped? Well, Someone just got shot, you think? I don't know, but that was a gunshot. Okay, you're used to it. Well, yeah, I mean, you hear them. This pointed at us? Okay. It did actually come from the camp we were kicked out of an hour ago when the guy pulled the knife on us. Oh. You know, murders are common out here. I mean, one way to get away with a murder out here is to call it an overdose. This happened to one of my clients recently. Is they put 2 fentanyl pills in his drink, and he wasn't a user and died of an overdose. It was, you know, the fentanyl powder, and they put it in his drink. Actually, they did it sort of as a joke. He overdosed and died. So we're not gonna get fentanyl overdosed. There is a 60% chance that's not going to happen. And you have Narcan in case I touch it or Pasha touches it or you touch it? Yeah, I'm prepared. But tell me about decriminalization of drug use in Portland. Portland, or really the state of Oregon, decided to decriminalize drugs was because some had argued that we shouldn't make drug use punitive and that we need to offer treatment. And that sounds great. But Portland took inspiration from places like Portugal and the Netherlands, places that successfully decriminalized drugs. But the big difference between them and Portland is that they had rehabilitation systems in place that they proved to work before they did it. Kevin thinks that Portland forgot to include recovery, detox, treatment, all that stuff that they promised really isn't happening. A person who's using drugs oftentimes have gone through a trauma. And so what they lack is rational thinking. And so people who already make poor choices are unable to really stop using anyway, but now you've given them the freedom to use as much as they want. Sure. And that's terrifying. But why did the people of Portland vote for this? So we went to Fentanyl Fountain to ask the locals their opinion on the decriminalization of drugs. This is the fountain. Fentanyl Fountain? Of course, any other day of the week, it's going to be a completely different scene here. Does it get worse throughout the week? Yeah, they come. Dagegen ist Weed voll harmlos. Ja, ach was, klaut in der Bade. Gras ist ja bei far, würde ich sagen, die harmloseste Drug, so mit Nikotin und sowas. Aber auch nicht zu unterschätzen. Come here Friday night and just. Das Problem bei Drogen ist halt, dass Menschen, die Drogen nehmen, halt verantwortungsbewusst damit umgehen müssen. Aber Menschen schaffen es nicht, generell diese Verantwortung überhaupt zu halten. Und Menschen verfallen halt in diese Sucht und in diese Abhängigkeit. Und deswegen ist es schwierig. Also, so, wenn man alles verbietet, werden Leute kriminell, um es sich zu holen. Wenn man alles erlaubt, geht man die Gefahr ein, dass sie dran abstürzen. Und hier ist es ja passiert. And sweep everybody and clean it up. Yeah. Ich finde Alkohol, Chat, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde Alkohol ist eine der schlimmsten Drogen. Und vor allen Dingen, was sie so schlimm macht, ist, dass sie immer so verharmlost wird und dass es so normal gemacht wird, dass man trinkt. Vor allen Dingen auf dem Land bei mir, Digga. Leute haben schon mit 12 angefangen, Bier zu trinken. Das ist so heftig. And then the vendors come here and, you know, set up shop. How long have you been out here in Portland? Almost 20 years. You were here before and after decriminalization? I was, and it got progressively worse for a number of years, but... Das finde ich sogar am schlimmsten, dass man komisch angeschaut wird, wenn man nichts trinkt. Also ich trinke zum Beispiel sehr selten bis gar nicht und bin deswegen auch voll oft nüchtern unterwegs und so.
Und wenn man dann sagt, nee, ich trinke nichts und so, dann ist es immer irgendwie so, hä, warum? Und das ist schon, Digga, schon nicht so geil, wenn das dann nicht so einfach voll akzeptiert wird oder sogar irgendwie Props gegeben wird oder so. They're definitely cutting the meth with fentanyl. There'd be people running around that were really happy in the morning, just losing their shit in the afternoon. How does this place change after today? There are quite a lot of wandering people who don't have homes that do spend a lot of time here. Definitely have seen a lot of downtown businesses really struggling, not necessarily with the legalization of drugs, but just people camping in their doorway. Have you been in Portland for many years? My whole life. Okay, got it. So you've seen Portland before decriminalization and after? Sure. Have you seen any impact on downtown? Okay. I hope you guys have an awesome day. Oh, okay. You too. Okay, we're noticing some general... Okay. I hope you guys have an awesome day. Oh, okay. You too. Okay, we're noticing some general resilience, but... Well, there is, because about 60% of the people voted for this measure. They're not going to change their opinion. I feel like the decriminalization of drugs turned into the decriminalization of crime. You know, when you need help, the police don't show up. Do you support the decriminalization of drugs here? Yeah, of course I do, because it's no longer like... Our jails aren't filling up with junkies. Got it, okay. Yeah. Drugs aren't bad, they're just preferred for the people that can properly use them. Do you use drugs harder than out here? Unfortunately, yes. I take breaks. Okay. And not everyone can do that. Out here, I mean, people are still dying. I died last week. So you got hit with the Narcan, or? Yes. Yeah, I mean, people are still dying. I died last week. Wie died last week? Wie ist er letzte Woche gestorben? So you got hit with the Narcan, or? Yes. Oh, what? Oh, und dann kriegst du Narcan-Dosis. Alter! Es respawned. It doesn't work very well? You said it didn't work. I had to have injectable. Okay, and you almost died? I did die. Oh, mein died Gott. And you were brought back. Does that scare you, or does it lead you to be like, damn, I should stop using, or is it just so hard to the withdrawal syndromes or whatnot? All three. Yeah, we both... Holy shit. Died a couple times, so that's why we've chosen not to mess with fentanyl anymore. Sure. Bruder. There. My name's Catherine. I'm currently unhoused because my wallet, ID, and phone were stolen a few months ago. It is impossible to get an ID when you are homeless. I want to work a job. I want to live inside. I was thrown out of my parents' house. I didn't use. They kicked me out for being queer and openly coming out to them. And then I had one argument with her. I told her to F off. The next day, she bought me a Greyhound ticket, sent me here. I have nothing. It's been 3 months since then. I was reported missing by someone on my TikTok account, not by them. They know where I am. They sent me here to be homeless, to die on the streets. Digga, mir kommen gleich die Tränen, Mann. Das ist so schlimm. Holy shit. Es tut mir so leid. Because I'm queer. I worked at a homeless shelter and came out as a she-they, non-binary, gender-fluid individual. I told them she-they. It's no longer she-her, she-they. And then I was fired. Wow. Und Chat, und dann schreiben mir immer noch so Atzen die ganzen Tag, dass es nicht wichtig ist, da auf diese, auf den Pride Month aufmerksam zu machen und so eine Scheiße, Alter. Die machen mich so sauer, alle. Mann, dann ist es halt nicht dein Business so. Dann juckt dich die ganze LGBTQ-Szene vielleicht nicht, aber hab doch jedenfalls die Toleranz, Mann. Das fuckt mich am meisten ab, so. Lehn dich nicht so heftig gegen die Bewegung und lehn dich nicht so heftig gegen den Wandel und den Fortschritt und so. Ich fuck da echt nicht mit. Immer diese Leute, die einen zurückhalten wollen mit den komischen alten Ideologien. Ja, die ist einfach deshalb auf die Straße gekommen, so. Weil sie ihre Meinung dazu hat. Und das ist schon sehr traurig, Mann. Sehr traurig. Of mixed opinions on the legalization of drugs, but the impact on downtown Portland was unavoidable. Baby! How you guys doing? Word! Alright. While everyone else was busy getting high, Kevin wanted to show me another camp where someone tried to kill him. Here a few weeks ago, and there was a very unhappy person who tried to physically assault us who was living here. So that's why I was just saying be a little mindful of that. So look at that. You see those 2 propane tanks? Oh yeah, and that's what causes the tent fires. Got it. And the explosions. Hi there. Good to meet you. I just want to learn more about this crisis and kind of where we went wrong. There's a lot of different steps to that issue. Pretty complex. Yeah, like you know, every other person that walks by is asking for Fetty or whatever. Got it. Ja, aber ich muss auch sagen, zu dem Ding mit dem Pride Month und diesen Verpackungen und überall Regenbogenflaggen, ich muss auch sagen, ich finde es halt auch ein bisschen scheiße von allen Unternehmen daraus so Geld zu machen. Ich werde zum Beispiel seit 3 Jahren safe gefragt, ob ich in diesem Monat so ein
bei so einem Event dabei sein möchte, wo so Geld gesammelt wird und sowas. Ne? Das war ein cooler Anlass und sowas, aber ich habe mir irgendwie immer gesagt, dass ich dieses, guck mal, ich supporte das, ich stehe dahinter, aber ich bin jetzt nicht so tief da drin. So, ich bin in keiner Community oder einer WhatsApp-Gruppe oder gehe auf die Straße oder bin krasser Christopher Street Day Dude, der dann rausgeht und so und die Flagge schwingt und sowas. Sowas habe ich noch nie gemacht und ich fühle mich dann irgendwie falsch, wenn ich mich dann aber irgendwie in ein Format stelle und dann auf einmal so tue, als ob ich das halt so online ausschlachte. Wisst ihr? Und ich finde dieses Ausschlachten auch kacke. Also, dass Leute das darauf aufmerksam machen, aber nicht für Geld oder für Aufmerksamkeit. Diese ganzen Unternehmen und so, wisst ihr? Das finde ich nicht ganz so nice. Also, so will ich halt nicht sein. Ich möchte einfach nur, dass die Leute wissen, dass ich dieses Thema gut und wichtig finde und dass jeder, egal welche Sexuality oder wie er, sie, es sich fühlt, hier immer willkommen ist. Das ist so das Wichtigste für mich. Und das muss ich nicht dann in irgendeiner Commercial oder sowas zeigen oder in einem bestimmten Event. Das ist cool, dass Leute das machen, aber da sehe ich mich irgendwie nicht so krass drin. Was sind deine Pronouns? Also, das ist auch so ein Ding so, das ist mir komplett egal. Das ist mir komplett egal. Also, wenn andere so auf ihre Pronouns und ihre Pronouns in ihrer Bio haben und so, finde ich gut, weil dann weiß man, wie man sie anspricht, aber sprecht mich einfach so an, wie es immer macht. Jaija Chat, Digga. Nein, also das ist mir wirklich egal. Sprecht mich einfach. Was ist denn das? Ich weiß es gar nicht. Ich check es selber nicht. He, him? Oder was? Chat, nennt mich einfach him, okay? Chat, nennt mich einfach him. Nein, also das Ding ist so, ist cool, wenn Leute das zeigen so, aber mich hat das irgendwie noch nie interessiert mit den Pronomen. Also, so wichtig ist mir das gar nicht. Ich identifiziere mich einfach als, Niklas, 27 Jahre alt, männlich. Das ist so, das, wo ich mich so identifiziere, glaube ich. Do you feel safe out here? Lately, not so much anymore. And why is that? There's stories about violence against women. Full assault and that sort of thing? Or? Well, not just that, like murder, actual murder. Oh, murder, okay. If we were to go out to where we went earlier today, at night, what would we hear, what would we see? You're gonna hear screams. Usually sexually assaulted. Okay. You know, I interviewed a homeless guy says I hear blood Beispielsweise, Chat, wo ich zum Beispiel finde, was viel mehr irgendwas bringt, ist, auch wenn es... Hey! Ich hab wirklich... Ich habe aus diesen Gründen, weil mir dieses Thema so nahe ging bei den Betroffenen, wegen dieser J.K. Rowling-Foot, habe ich einfach damals zum Beispiel darauf verzichtet, Star Wars on-stream zu spielen. Das war so eine Sache, weißt du, das Ding ist, ich bin jetzt aber auch nicht der Typ, der jetzt sagt, ich gucke mir diese Harry Potter-Filme nicht mehr an. Das ist genau das Gleiche, was ich Leuten sage wegen Rammstein. Digga, sollen die ihre Mucke weiterhören, wenn sie es möchten? Ach, was habe ich gesagt? Star Wars, Digga, Bruder. Ich meinte Harry Potter, Chat, ich meinte Harry Potter. Ja, deswegen. Wisst ihr so, dann denke ich mir so, ja, nee, wenn ich das jetzt so sagen möchte und dafür auch stehen möchte, so, dann ist es vielleicht korrekt, wenn ich das einfach nicht play. Aber das Ding ist, ich habe sogar auch die Leute verstanden. Das ist bei mir halt immer so ein Ding. Ich hasse es, mich auf eine Seite stellen zu müssen. Ich versuche einfach nur meine logischen Schlussfolgerungen aus den Seiten zu ziehen. Und ich habe auch die Leute verstanden, die Harry Potter on-stream gespielt haben. Und das Ding ist, ich habe es privat ein bisschen gezockt und ich fand es auch gut und bestimmt hätte es mir auch Spaß gemacht, das mit euch zu zocken, aber in dem Sinne fand ich es einfach unnötig und ich habe darauf verzichtet. Punkt. Nicht viel drumherum. Ich habe niemanden verurteilt, der es gezockt oder nicht gezockt hat. Checkt ihr? Aber so für meine eigene Sache habe ich gesagt, ich will es jetzt nicht on-spielen. Was mit Rammstein verkehrt? Auf Rammstein-Konzerten, also generell gibt es super viele Vorwürfe schon bei Till Lindemann, dass der halt ultra viel so mit Partys und Girls, die dann also junge Frauen, die dann auf Girls-Partys eingeladen werden, wo teilweise nur Frauen sind, von denen sich dann welche rausgepickt werden, mit denen dann geschlafen wird und so ein Shit. Right? Und dann gab es viele Dinge auf den Konzerten jetzt in der Tour, wo welche gespiked wurden, also mit Nadeln rein, die dann unter Drogen gesetzt wurden, damit sie leichter zu verführen sind. Das wird ja auch ultra oft in Bars gemacht, dass irgendwas in den Drink gepackt wird oder so. Und ich finde, das ist mit einer der ekligsten Sachen, eine der widerlichsten Sachen,
die man so casual immer wieder mitbekommt. So auf den Kölner Ring, aber überall. Und ich war schon auf vielen Partys, wo das passiert ist. Und ich finde, wenn eine Band dafür steht und sich nicht dazu äußert oder nicht richtig dazu äußert, lass es ihn nicht gewesen sein oder lass es kein Bandmember direkt gewesen sein, wenn das denn mal so in dem Fall ist. Aber allein der Fakt, dass immer so junge Girls auf diese Aftershow-Partys, wo die, weiß nicht, wie alt sind die, Mitte 50, Ende 50, Dudes reinkommen und sich die dann klären und zum Sex und sowas versuchen zu klären, fühle ich nicht. Aber googelt das einfach. Dings der da zum Beispiel, hast du nicht gehört? Gibt gerade super viele Leute, die darüber sprechen. Lest euch dieses Thema an oder lest euch da durch und dann bildet euch eure Meinung davon. Every night, and the most terrifying thing is when mein Dad war mal mit der Tochter von einem ehemaligen Bandmitglied zusammen und dann waren die an Weihnachten bei Till Lindemann zu Hause und er meinte, da war auch über die weirde Stimme und irgendwann meinte damalige Freundin von meinem Dad, auch Lindemann hätte sie begrapscht. Ja, das sind jetzt natürlich nur irgendwelche, ne, also, ne, ich glaub dir das, Joa, wenn du das so sagst, aber das ist natürlich jetzt auch einfach nur so, kann ich jetzt nicht viel mit anfangen, aber wenn es so ist, ist natürlich heftig, ne? Aber ich verstehe, Chat, was ich nicht verstehe, ist, wie man das denn verteidigen kann. Das checke ich nicht. Und da habe ich immer das Gefühl, wenn es um etwas geht, was man persönlich feiert, wo man seine Illusion quasi ein bisschen zerstört wird, dass da alles gut ist, dann will man das irgendwie nicht wahrhaben und dann sträubt man sich dagegen. Das ist so wie diese Hardcore-Harry Potter-Fans wollten das nicht wahrhaben, dass ihre Autorin irgendwie komplett dumme Ansichten hat. Genauso wie jetzt Fanmember oder Bandmember, Zuhörer, das einfach nicht feiern, so. Und natürlich feiert man das. Du musst das ja gar nicht feiern, aber du kannst doch enttäuscht sein von deiner Band, oder nicht? Bei Kanye auch. Also, Chat, bei Kanye auch zum Beispiel. Der Typ ist für mich, ich feiere extrem amerikanischen Rap so, aber für mich ist Kanye einfach ein richtig problematischer Typ, Digga. Legit. Und den als Legend zu betiteln oder sowas, ja. Aber das ist mit eins der interessantesten Themen, die ich kenne. Kann man Kunst vom Künstler trennen? Und wo ist die Grenze? Das finde ich eine der krassesten Diskussionen, da kann man stundenlang drüber reden. Und das ist eine Sache, so, da gibt es so viele verschiedene Perspektiven. When the screams abruptly stop. Kanye ist auch alt, ja gut, das hat nichts damit zu tun, dass man sagen muss, dass man das, was Hitler gemacht hat, gut findet. Oder he did nothing wrong. Known serial rapist that has been going to 10 to 10 a night, raping as many women as he can. I've interviewed 5 different women who have been raped by the same person in the same area. And the police haven't done anything about it? Well, none of the women have pressed charges because they're scared he will kill them. His nickname is the Viper. Life seemed harsh and dangerous. Viper? For the homeless people in downtown Portland. But without reliable housing to go back to, reporting... Okay, bei Chris Brown habe ich auch schon öfters drüber geredet. Ich war ein ultra großer Chris Brown-Fan. Ich habe so mit 12, 13 und so, habe ich super viel Chris Brown gehört. Ich habe auch deswegen angefangen, so Hip-Hop und Breakdance zu tanzen wegen dem, weil er mich voll inspiriert hat. Dann ist diese Sache mit Rihanna passiert. Und Jahre später ist es rausgekommen, dass sie ihn auch attackiert hat. Und sie auch in der Öffentlichkeit vergeben hat, weil sie haben einen Song zusammen gemacht. 3, 4, 5 Jahre später haben sie einen Song zusammen gemacht. Also Chris Brown wegen der Rihanna-Sache zu canceln, finde ich persönlich gar nicht mehr so wichtig. Hallo. Ich finde es eher schlimm, dass danach immer wieder solche Vorfälle kamen bei ihm. Also es gab immer wieder Probleme oder übergreifende Sachen bei Frauen, mit denen Chris Brown in der Kritik stand. Und das finde ich viel problematischer als die Sache mit Rihanna. Ist so. Hat er nicht Rihanna fast tot geprügelt? Ja, der hatte, was weiß ich, für fast tot. Weiß ich nicht, ob das ein bisschen, der hat die auf jeden Fall verprügelt. Allein das ist für mich, also eine Frau zu schlagen, geht schon mal gar nicht. Aber was dann auch wieder später rauskam und was dann erzählt wurde, war, dass sie ihn auch verletzt hat, dass sie auch körperlich ihn angegriffen hat. Er saß am Steuer, die hatten fast einen Unfall gebaut und so weiter. Und wie es aber letztendlich abgelaufen ist, das wissen nur Person A und Person B. Und das ist auch das Ding. Anders kann man das nicht sagen. Ah, klar. Genauso wenig geht es auch, wenn eine Frau einen Mann schlägt. Amerika ist so scheiße fucked up. Ich kann Leute wie Stefan einfach nicht ernst nehmen, die Amerika lieben.
Ich glaube, du kannst dich in mehrere Sachen verlieben in einem Land. So. Du kannst dich in die Kultur, du kannst dich in die Natur, du kannst dich in sehr viele verschiedene Sachen verlieben. Und ich zum Beispiel finde, dass Amerika einer der krassesten Kontinente gibt, was zum Beispiel die Natur angeht. Du hast Mountains, du hast Wandersachen, du hast super tolle Coasts. Amerika war damals so das Land, wo man hin wollte, weil da gab es alles. Da ist das Fast-Hotel gekommen, da gab es McDonald's, Pepsi, Cola und das war halt eine kranke Kultur. Auch sowohl die Basketballkultur, Baseball, Rugby, Football. Das kommt alles aus Amerika. Die besten und größten Künstler und Schauspieler kommen aus Amerika. Du kannst doch nicht einfach sagen, das Land ist scheiße, nur weil da politisch alles scheiße läuft. Und militärisch und sowas. Da gibt es doch so kranke, tolle Menschen und Ikonen, die daraus aus dem Land gekommen sind. Und die sind halt nun mal in dieser Heimat aufgewachsen. Du kannst ihnen das auch nicht übel nehmen, wenn die da weiterhin wohnen wollen. Und du kannst auch nicht Menschen verurteilen dafür, dass sie nach Amerika gehen, um dort Urlaub zu machen, wenn die Bock haben, sich New York anzugucken. Oder wenn die Bock haben, in Florida mit Manatees oder Delfinen zu schwimmen. Das ist was anderes, als wenn du da hingehst und sagst, ich feier's voll, wie die mit Waffen rumlaufen. So. Die haben Indianer ermordet. Okay, und Deutsche haben Juden ermordet. Deswegen soll man jetzt nicht mehr, sollen wir alle ausziehen? Jesus. Klar ist ganz viel falsch in Amerika, aber das ist genau in Deutschland so, das ist genau in China so, das ist genau in afrikanischen Ländern vielen, das ist in Russland so. Die ganze Welt ist falsch. Have to return back to camps to face those who assaulted them in the first place. But what about the homeless people who have moved to the outskirts of Portland? What's going on here? Well, this is the infamous long line of RVs. We're going to be able to count at least 100 of them. Yep. Look at all these RVs. Where are the services that help these people? The fact that there's families out here stuck in RVs in the middle of summer is just really unacceptable. As we drove past hundreds of RVs with homeless families living in cars, I realized that homeless people were living anywhere here to survive. There was a couple families living in these tunnels that kind of go underground Portland. Okay, but even among the homeless, hierarchies, status, and power have developed in unexpected ways. Wie soll man da noch was Positives sehen mit Depressionen? Guck mal. Das große Ganze ist für dich vielleicht unverständlich oder schlimm. Aber du musst dich nicht mit dem Großen und Ganzen beschäftigen. Niemand verlangt von dir, dass du in deinem Kopf dir Gedanken dazu machst, wie du die Welt rettest. Du musst lernen, deinen Kopf und dein Umfeld auf das Minimum zu beschränken, in dem du lebst. Da draußen gibt es so viele Menschen, also scheiß doch auf die anderen und konzentrier dich einfach nur auf deinen Kreis. Lern Menschen kennen, mit denen du Spaß hast, bilde dich weiter und werd smarter und veränder irgendwas in der Welt, auch wenn es nur kleine Sachen sind. Oder mach es halt nicht und leb trotzdem dein Leben glücklich so. Ich finde, dass der Key zu einem glücklichen Leben ist, dass man sich selber über sich selbst bewusst wird und seiner Natur. Und dass man dass man Dinge findet, die einen Spaß machen und daran festhält. Checkt? So, ihr müsst nicht Depression schieben, weil irgendwelche Wichs-Politiker über unser Wohl entscheiden und Gewalt immer noch ein Ding ist. Dafür könnt ihr aber sorgen, dass ihr diese Gewalt in euch nicht weitertragen möchtet. Ihr müsst versuchen, der Mensch zu werden, der frei von diesem Hass, dieser Gier, von diesen ganzen schädlichen Emotionen ist. Ihr könnt ein Leben erschaffen und erreichen, in dem euch negative Nachrichten, negative Kommentare von Mitarbeitern oder Schulkollegen oder von Menschen euch nichts mehr anhaben. Und das ist doch ein geiles Ziel, oder? Jetzt seid ihr gerade jung und ihr seid in eurer Phase, wo ihr alles kennenlernt. Und da ist es gut, erstmal sich schlecht zu fühlen, weil du wächst aus Schmerz. Du wirst durch Schmerz erst die Wahrheit erkennen. Und dafür musst du erstmal durch eine harte Zeit gehen, um irgendwann zu sehen, was alles eigentlich irrelevant ist für dich. Und ich schwör's euch, ich habe recht. Weil ich bin sehr sensibel für diese Welt-Chat. Mich hat das oft mitgenommen, aber allein, wenn ich mit euch mal kurz einmal die Woche 10 Minuten über Veganismus reden darf oder wenn wir über Tierschutz irgendwas machen können, dann fühle ich mich ein kleines Stückchen besser und sinnvoller auf dieser Welt. Oder wenn ich euch irgendwelche Informationen oder Lebensweisheit mitgeben kann, dann fühle ich mich ein kleines Stückchen besser. Weil ich dann das Gefühl habe, da gibt es Menschen da draußen, denen es auch wichtig ist, Qualität im Leben zu haben und einen leidensschaffenden Weg vermeiden. Checkt?
There was a couple families living in these tunnels that kind of go underground Portland. Okay, but even among the homeless, hierarchies, status, and power have developed. Und nicht, wenn ich AIDS-Flyer verteilen darf, Chat. Developed in unexpected ways. All right, we've made it. Right across the way, these are $1 million condos. It's where the homeless live, and they have the identical view. It's really incredible architecture. Anybody home? Digga, das ist einfach das Beach-Volk von den Homeless-Leuten. Das ist so eine neue Kolonie. Hello? Anybody home? Hello? So no one's home. Probably not. Ey, Real Talk Chat, das würde ich mir wirklich in Seven vs. Wild bauen. Bist du Buddhist? Offiziell nicht, nee. Guck mal, Chat, stell dir mal vor, das schafft man sowas in 2 Wochen? Safe, oder? Anybody home? Das wäre doch so geil, sich so eine Höhle zu bauen. Ich würde es übelst feiern. So no one's home. Probably not. Guck mal, ja klar, nicht mit so Couchsessel oder so, aber dass man sich hier so 2 Schlafplätze macht. Is it risky for us to be here? Well, yeah, I don't want to invade their space too much. There's like a machete and an axe right there. All right, let's get out of here. And they've kind of finessed the system by not buying $1 million property over here and just, you know, building one instead. So this is literally tens of thousands of pieces of driftwood, and someone has tunneled in, and there's a camp inside of here. Whoa, that's crazy. And they have boats right here to go on the water and explore. Would be like a 600. Okay, warte, Jenny, du hast in deinem Leben noch nie was von einem Buddhisten gehört. Ein Buddhist ist jemand, der dem Buddhismus angehört und an diese Religion glaubt, genauso wie ein Christ jemand ist, der dem Christentum folgt. Es gibt auf der Welt unterschiedliche Religionen und Glaubensweisheiten und davon gibt es unterschiedliche Menschen, die sich dazu zählen. One-bedroom apartment. So how many people do you think live in these communities with max capacity? I believe about 15. 15. So this is truly the upper elite, the Bill Gates of the homeless out here. Full-on mega mansion. Der Bill Gates der Homeless. Bike in there, mayor presumably of this community. And what makes this extra special is he's the only one with a pier. Oh, that's beautiful. This place right here, pristine, beautiful. And then a nice access point to a nice little ocean view. The detail, look at the bricks. Oh my God, you're right. That's detail, that's incredible. This is crazy. It's very Digga, der hat da Boden verlegt. Junge, was? Wie krank hat er diesen Boot? Das sind wir ein Patscher, Digga. That's incredible. This is crazy. It's very creative what they've done out here. Sure. These are humans. It doesn't matter who you voted for. Can't we all work together? Holy fuck, scared the shit out of me, dude. I'd say if you want real change, vote differently. Vote for the candidates, vote for the people with common sense ideas, the ones that actually make a difference. So how could anyone watching help you on your mission? Well, I have a Twitter page, Kevin V. Dahlgren, or just type Kevin Dahlgren and homeless and you're going to find me. And then truthonthestreets.org is my website. Okay. And of course, I have a YouTube channel called Truth on the Streets. Thank you. Danke dir, Buck, für dieses Video. Das war ein richtig gutes Video. Auch ein richtig wichtiges.